Ja, Karl Schlössel hat uns die ersten exklusiven Bilder rübergeschickt. Das ist der erste chinesische RV, das erste chinesische Wohnmobil für den deutschen Markt, für den europäischen Markt. In Zusammenarbeit mit Karl Schlössel von Lamarca aus Landsberg am Lech ist dieser Iveco Daily entwickelt worden, komplett nach europäischen Normen, Gesichtspunkten. Es ist sogar ein deutsches Iveco, also ein europäisches Iveco Daily Chassis drunter. Das bedeutet, das ist wirklich dann, weil es ja der Euro 6 Norm entsprechen muss, nach China verbracht worden. Dort wurde anschließend alles montiert. Der ganze Aufbau ist komplett aus Carbon. Kein Witz, aus Carbon. Und das ist die Besonderheit, das ganze Wohnmobil ist komplett aus Carbon gefertigt. Es ist super leicht, ihr werdet gleich innen drin sehen, ihr werdet euch auf den Hintern setzen. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Bleibt dran, bitte guckt das Video durch. Ihr werdet ganz begeistert sein, was ihr sehen werdet. Alles aus Carbon, ihr seht also auch Thema Fenster, das entspricht den europäischen Normen. Es ist ein Slide-Out aus Carbon mit drin, das werden wir gleich mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Ein Slide-Out hinten aus Carbon, ist also kein GFK, das hatte dann Gewichtsgründe mit drin, also hat hinten ein Slide-Out, an der Seite ein Slide-Out. All das wird in Kürze durch Lamarca dann importiert. Das ganze Dach ist komplett übersät mit Solar. Es ist damit quasi auch im Winter maximal autark. Und wenn ihr seht, auch von der Farbgebung her, wir reden hier nicht über so ein Camping-Weiß, sondern man hat sich von Anfang an Gedanken gemacht, wie kann denn so ein Wohnmobil möglichst edel rüberkommen. Und es ist von wirklich höchster Qualität. Wir haben über Daddle schon berichtet. Das ist das Cockpit, das man sieht. Das ist sogar noch veredelt mit kompletten Wurzelholzelementen, die eingebaut wurden. Das seht ihr also hier an der Seite. Es ist also hier so ein Anthrazit-Wurzelholz-Effekt mit drin. Natürlich alle Airbags sind erhalten worden und das Ganze natürlich mit der Original ZF-Wanderautomatik hier mit drin. Und ich bin ganz aufgeregt, denn die ersten Bilder vom ersten europäischen Wohnmobil aus China. Guckt euch mal die Seitenverkleidung an. Alles beledert, die Sitze komplett nochmal neu beledert und alles irgendwie von einem anderen Stern. Es handelt sich hierbei wirklich um einen Original Daily, der komplett in China dann nochmal modifiziert worden ist. Also wirklich, es gibt ja die Fahrzeuge, also diese Dailies mit der 3-Liter-Maschine auch in China. Das Problem ist einfach, dass diese Fahrzeuge für den deutschen Markt nicht zugelassen sind, für den europäischen Markt. Und hier seht ihr also wirklich den Innenraum zum allerersten Mal. Also mit dem Slide-Out, allein das Raumgefühl, die Betten, die Beleuchtung, komplette 48-Volt-Technik mit eingebaut. Das werdet ihr noch sehen. Bussystem ist natürlich mit drin. Man hat hier alles vom Feinsten gewählt. Also es ging ja nicht darum, das Billigste zu bauen, sondern möglichst vom Look and Feel her, ja, so mal Standards zu setzen, an denen sich andere Hersteller in Europa dann auch messen müssen. Die Chinesen diesmal von einer etwas anderen Seite. Schaut euch mal an, wir sind in einem kurzen Fahrzeug drin. Was sie da eingebaut haben, sprengt absolut den Rahmen. Da ist eine richtige Split-Klimaanlage drin. Es ist natürlich eine Waschmaschine mit eingebaut. Wie sollte es anders sein? Eine Mini-Mit-Trockner. Hier links oben seht ihr über dem Eingang die Split-Klimaanlage. Die ganze Beleuchtungstechnik. Eine alte Warmwasserheizung ist eingebaut. Ein zentrales Steuerungselement. Ihr habt ein Zweiflang-Kochfeld von Tedford natürlich mit drin. Aber allein schon das Thema ALDE zeigt, wo die Reise hingeht. Alle Armaturen so, als wären sie für die Ewigkeit geschaffen. Wir haben ja die ersten Serienmuster aus China schon gesehen. Die Kaffeemaschine seht ihr dort. Und diese Fahrzeuge werden in Kürze losfahren. Sie werden auf eigener Achse von China nach Düsseldorf auf die Messe fahren. Und das, was Karl gesagt hat, guckt euch mal den Slide-Out an. Das Sofa, was hier mit drin ist, das als Schlafsofa ausgefahren werden kann. Du kannst hinten diesen massiven Carbon-Slide-Out nach hinten ausfahren und hast dadurch dieses riesengroße Bett. Es ist, ich bin mal sehr gespannt, wenn ich das Ding live sehen werde,
in Düsseldorf, wie die ersten Reaktionen sein werden auf dieses, ich sag mal, Fahrzeug, was aus der Volksrepublik China. Ihr seht ja auch, wie das Ganze realisiert wurde mit dem Slide-Out innen. Die Klimaanlage auch hier, ein Max-Fan ist eingebaut worden, oben für die Belüftung. Das ist der Einstieg aufs Bett. Und ein Kleiderschrank darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze ausziehbar, eine große Duschanlage mit Echtholz, Rost und natürlich einer Mischerarmatur. Das ist auch das, was man oft in Deutschland nicht hat. Das könnte Grohe sein. Man hat eine Festtanktoilette mit japanischen Funktionen drin. Das heißt Spülung. Du hast alles hier mit... Es ist eine Tecma-Toilette, eine Panasonic-Toilette mit eingebaut als Festtanktoilette, mit Popodusche, mit allem drum und dran. Und das ist der Fernseher. Er kommt wie von Geisterhand von oben runtergefahren. Und ich bin beeindruckt. Nur der Preis, das sind die Spülmaschine von Siemens. Sie haben sich wirklich da selbst übertroffen, so ein kleines bisschen. Und wollten es einfach mal wissen, wahrscheinlich die Chinesen, mit großer Gefrierkühltruhe hier unten drin. Und Spülmaschine, Waschmaschine. Du hast eine ordentliche Länge, ich glaube, wir sind ja auf 7,80 Meter. Dann siehst du die Fußbodenheizung unten drin. Das Gerät kennt ihr ja schon aus anderen Videos. Das ist eine Wärmebildkamera. Und die Fußbodenheizung ist hier an. Das ist das Sofa, das auch als Schlafsofa dann fungieren kann. Und das Raumgefühl natürlich mit dem Slide-Out sensationell. Ja, bei La Marca in Landsberg am Lech. Karl, ich grüße dich. Du warst eben im Biergarten. Das ist die Heckgarage übrigens. Alles aus Carbon, das könnt ihr hier sehen. Komplett aus Carbon das Fahrzeug gefertigt. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television und geht am besten mal auf die Webseite von La Marca. Tschüss, danke.